So, wir haben einen zweiten Praise Report. So our second praise report. Und Gott macht so viele Wunder in unserer Mitte. There's so many miracles in our Ich midst. möchte ganz am Anfang fragen, wer von euch kommt aus einer Microchurch? So who of you is from a microchurch? Mal Hand hoch. Put your hands up, Oder steh mal auf. or please stand up. Microchurch, steh mal auf. Come on, microchurch, stand up. Ja, Microchurch, vielen Dank, überall. Online stehen sie auch auf. Online, they're standing up too. So, lass einen Applaus geben, Tobias So Tobias aus Schwabenland, aus Schwäbisch Hall. from Swabia. So, es ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. It's a really cool story. Und zwar vor ungefähr in der Corona-Zeit hatte ich so einen Eindruck. Sometime during the COVID time, I had an impression. Und das war so ein Bauchgefühl. It was kind of like this gut feeling. Und habe dann in einer Celebration aus dem Nichts heraus, ungeplant, und habe nicht mal mein Team gefragt. Totally out of the blue, without even asking my team, during one of our celebrations. Also, wenn du irgendwo wohnst und du hast keinen Zugang zu einer Kirche I said, if you live somewhere and you don't have access to a church, und du spürst, du bist mit uns verbunden oder mit einem anderen ICF and you sense a connection to us or some other ICF, und würdest gerne einfach dein Haus aufmachen, wie so eine Microchurch starten, and you'd like to open up your home to start like a microchurch, dann melde dich bei uns. then just let us know. Ja, dann habe ich das gesagt. So that's what I said. In die Kamera rein. I said it into the camera. Es hat doch niemand applaudiert im Saal. Nobody has applauded yet. Das ist was Komische an online. Du sagst etwas und Leute in Zürich denken. So you say things and people in Zurich just kind of go. Und die online gehen ab und man spürt nichts. And the people online, they're totally enthused, but you don't feel it. Sehr ein dankbarer Job. It's a very So, thankless job. aber da sitzen ja Leute, das sind ja jede Zahl, jeder Klick auf online ist eine Person. Hast du das gewusst? Sind Menschen. So like every click online is like a person, you know, a real person. Die könnte man anrühren. You could even touch them. So, dann haben sich ungefähr 100 Leute beworben. 100 people applied. Und die hatten alle geglaubt, wir haben eine Strategie. And they all thought we had some strategy. Wir haben ein Konzept. We had some concept. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns mal uns treffen online. So then we said, well, let's have an online meeting. Und die waren total völlig überrascht, dass es Schweizer gibt ohne Pläne. They were totally surprised that there are Swiss people who don't have a plan. So, Tobias, du bist einer von diesen Personen, wo gesagt hat, ja, ich bin interessiert. So Tobias, you're one of the people that said, I'm interested. Warum hast du überhaupt mal responded? Why did you even respond? Ja, das ist dieser erste Same, den du pflanzt, um dann Gottes Vertrauen zu schenken, dass der was Großes That's the daraus first macht. seed that you plant and you trust God that He will make something big out of it. Und wir haben damals als Familie, als Ehepaar das ganz deutlich gespürt, dass das für uns dran ist. And we just sensed as a family and as a couple that this is something we needed to do. Und wir wussten, dass wir das, was wir erleben in der Celebration für uns persönlich, We knew that the things that we experience personally in these celebrations, mit anderen Menschen teilen we wollen. wanted to share it with other people. Wir wollen unser Wohnzimmer öffnen. We want to open our living rooms. Wir wollen unser Herzen öffnen für die Menschen. We want to open our hearts towards other people. Wir wollen ihnen eine Heimat geben. We want to give them a home. Und wir wollen, dass sie näher zu Jesus ans Herz wachsen. And we want them to grow closer to Jesus' heart. Und das ist nach wie vor unser Antrieb. Vor über 2 Jahren haben wir begonnen und sind nach wie vor mittendrin. And that's still what drives us. We started 2 years ago and we're still in the process. Und das ist das, was uns das jeden Sonntag auch immer wieder neu antreibt, diese Arbeit zu machen. And that's what encourages us every Sunday to do this work. Ich habe, ich habe dann gedacht, ja, also die schauen, in Deutschland schauen die Leo Bicker Hochdeutsch. So then I thought, wow, in Germany they're watching Leo Bigger speak High German. Das ist der Moment, wenn das funktioniert, kann Gott alles machen. And if that works, then God can do anything. 2 Dinge in diesem Bild. There are 2 things in this picture. Man sieht beim Eingang eine Flagge von ICF. You see a flag, an ICF flag there at the entrance. Das müsst ihr mal vorstellen, das sehen dann alle Nachbarn. Welcome home. All the neighbors see that welcome home sign. Und ich war da bei euch zu Hause in diesem wunderschönen Haus. And I came to your home, I saw this beautiful home. Und da kommen ungefähr 60 Leute hinein. And then 60 people come. Also du kannst dein Haus alle 2 Jahre renovieren. So every 2 years you can renovate your home. Und die kommen einfach rein. They just come in. Und was ist für dich so das Eindrücklichste, wenn man das Haus einfach so öffnet? And what's the thing that impresses you most when you just open your home like that? Unser Haus ist jetzt 10 Jahre alt. Our home is 10 years old. Und unsere Architektin ist eine beste Freundin von uns. And the architect is our best friend. Sie hat damals das Gebäude über Nacht geträumt. She dreamt of this building in the night.
Und wir haben damals das Konzept gesehen von ihr. And we saw the concept that she made then. Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, warum das genau so sein soll. And we said, we don't understand why we need to build this way, Aber wir haben es genau so gebaut but we damals. built it exactly like she'd seen it. Und jetzt nach 10 Jahren merkt man das, wie das Haus eine Bestimmung hat. And now 10 years ago, we see how our house had a calling. Du bist verheiratet, Daniela. So you're Du married to hast Daniela, auch Kinder. you have children, Und das Gute ist ja, es kommen auch Kinder. and the good thing is kids also come. So, wie viele Kinder kommen so einem Sonntag bei euch in euer Haus? So how many kids come on a Sunday? Ja, es sind bis 20 bis 30 Kinder jeden Sonntag. 20 to 30 kids that come every Sunday. Und unser Kids Ministry leiten unsere 2 größten Kinder mit 15 und 12 Jahren. And our two oldest kids lead the kids ministry, and they are 15 and 12 years old. Das müsst ihr euch geben. Ich habe gedacht, wow, 20, wer leitet das? Just imagine. I thought, wow, 20, 30 kids. Who leads this? 15 und 12 Jahre. 15 and 12 years old. Wenn du sagst, ich bin zu jung, If you say I'm too young, hat das glauben können, aber das ist gecrashed. I think that faith was just crashed. So, und ich möchte euch wirklich motivieren, wenn du jetzt online schaust oder sagst, ich bin nirgendwo connected mit einer Church. So I'd like to encourage you, if you're watching this online now and you're not connected to a church Du bist anywhere, connected mit einem ICF, wo du dich sehr wohl fühlst. or you're connected to an ICF where you feel very much at home, Dann schreib ein E-Mail. write an email. Hey, wir sind hier, wir würden gerne eine Microchurch starten. Sorry. Wir sind hier, wir würden gerne eine Microchurch We're here, starten. we'd like to start a microchurch. Carmen, vielleicht willst du eine Microchurch starten. Oh. Nein, sorry. Sie ist schon in eine Gemeinde integriert. Yes, I'm in a church already. Hä? Ist schon. Sie sagt ja. So, nee, also, dann melde dich einfach. So just let us know. Und ich möchte euch sagen, warum. I'd like to tell you why. Du kannst nichts verlieren. You have nothing to lose. Und du öffnest dein Haus. If you open your home, Also das ist schon mal big. that's a big thing. Aber wenn Leute kommen, Halleluja. If people come, hallelujah. Und wenn Leute nicht kommen, And if nobody comes, heißt es ja Microchurch. well, it's called Microchurch. Wo 2 oder 3 zusammenkommen, ist Jesus da, genügt schon. Where 2 or 3 come together, Jesus is there. That's already enough. So, ich möchte dich, Tobias, fragen, So I'd like to ask you, Tobias, einfach für diese Microchurch-Leiter, Leiterinnen, einfach zu beten. to please pray for the leaders of these microchurches. Weil wir haben noch kein fertiges Konzept, by the way. We still don't have a finished Sondern concept for this. wir fragen sie immer wieder, was braucht ihr von uns? We just keep asking them, hey, what do you need from us? Wie können wir euch helfen? How can we help you? Dann kommen sie mit 1000 Dingen. And then they come with 1,000 things, Wir wollen merken, oh meine Güte, wie sollen wir das lösen? and we think, oh my goodness, how are we going to solve Und this? ich liebe eure Herzen. I love your hearts. Das Microchurch ist wie so etwas Neues, das Gott hinzugefügt hat in diesem wunderbaren ICF-Familienkosmos. And these microchurches are something new that God has planted in our beautiful ICF cosmos. Dann lade euch nochmal ein, Microchurch, Leute, steht doch nochmals auf. So microchurch people, go ahead and stand up again, would you? Und wenn du online schaust, dann steh online auf. And online, please go ahead and stand up too. Und Tobias aus Schwäbisch Hall. And Tobias from Schwäbisch Hall. That's the place to be. Das ist der Ort, wo man sein soll. Vater im Himmel, ich danke dir für jede einzelne, die heute hier da ist in diesem Raum. Father in heaven, I thank you for every single person here in this room. Ich danke dir für jeden, der hier da ist, der in eine Microchurch geht. I thank you for everyone who's part of a microchurch. Ich danke dir für jeden, der einen festen Platz hat in seiner Church. I thank you for everyone who has a place at his church. Und ich bete für jeden, der heute da ist, der keinen Platz hat, And I pray for everyone who's here who has not found their place yet. dass er mutig ist, aufzustehen That he's courageous enough to stand up und zu sagen, ich mache mein Haus auf für dich, Vater. and to say, I will open my home for you, Father. Bete für Menschen, die da sind, I pray for people who are here die Jesus First an ihre Türe schreiben, who want to write Jesus first on their doors, die ihr Haus dir widmen, Vater. who want to dedicate their homes to you. Und dass jeder, der dort ein- und ausgeht in diese Häuser, And that everyone who goes in and out of these homes von deiner Liebe berührt wird, will be touched by your love von dir verändert wird and be changed by you und näher an dein Herzen kommt, Vater. and will be brought closer to your heart, Father. Ich bete für Menschen, die gebrochen sind, I pray for people who are broken,
dass sie auch in den Microchurches Platz finden, um wirklich dir zu begegnen. That they will also find room in these microchurches to experience you. Und dass sie Veränderungen erleben in ihrem Leben, ganz persönlich. That they will experience change in their lives personally. Ich spreche Mut aus über die Leute, die zweifeln, And I speak courage for those who are doubting, ob es dran ist, wirklich dir die Türen und das Haus zu öffnen. whether it's time for them to open the doors of their home for you. Danke, dass du Menschen in Bewegung setzt. Thank you that you bring people to move. In deinem Namen. In Amen. your name, amen. Amen. So, ich möchte Tobias dir und allen Microchurches, wo auch immer ihr angeschlossen seid, Danke sagen für diesen Mut. So I would like to thank you, Tobias, and everybody else in the microchurch for your courage. Das zum ersten Mal aus meiner Perspektive, aus der Kirchengeschichte, dass eine Megachurch und House-Churches zusammenpassen. I think this is the first time in history that a megachurch and house churches fit together. Weil man muss sich immer entscheiden, entweder bist du eine House-Church und bist klein You don't have to decide, are we going to be a small home church? oder bist groß und sagen Leute unpersönlich. Or are you going to be a big church and unpersonal, as people say? Und das hat in der Geschichte nie zusammengepasst. And in history, that's never fit together. Und Gott macht etwas komplett Neues. And God is doing something completely new. Und ich liebe das, weil es ist nicht Copy-Paste. And I love it because it's not copy-paste. Dann lass uns Tobi und alle Microchurch-Leaders ein Big Respect, Applaus in der Haus Give them a big geben. applause.